Das hier ist ein normaler Hausanschlussraum. Und am Ende dieser Videoreihe steht hier unten ein 14,4 Kilowattstunden Akku. Ja, und hier ist er jetzt. Die Zeit ist um. Das Ende ist da. Und da ist das ESS-System. Und nach dem Intro schauen wir uns das Ganze einmal an. Ja Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zum letzten Teil, dem dritten Teil meiner Videoreihe Selbstbau Solarakku und Anschluss über ein ESS Energiespeichersystem an das Hausnetz. Ich habe euch in dieser Videoreihe versprochen, es komplett zu zeigen, von nichts da bis komplett zum Schluss, und in diesem Teil 3 wird es beendet und vervollständigt. Aber ein bisschen was ist noch zu tun, deswegen würde ich sagen, wir spulen jetzt mal ein wenig zurück und ich zeige euch den Rest. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die wir benötigen, um unseren gesamten Akku, unser 48 DC-Volt-System ins Hausnetz einzuspeisen. Das ein oder andere ist schon mal gefallen in den vergangenen beiden Videos. Es geht um Victron. Ich habe mir hier den Multiplus 2 gekauft, 48 Volt, 5 Kilowatt mit 70 Ampere kann er laden. Und wenn ihr jetzt nachrechnet, werde ich gar nicht auf die 5 kW kommen, weil wenn ich 50 Volt habe und 70 Ampere, P ist gleich U mal I, dann kommen wir auf 3500 Watt. Ja, also ich habe da noch ein bisschen Reserve. Wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr euch davon 3 Stück nebeneinander setzen. Dann habt ihr ein dreiphasiges System, dann könnt ihr auch einen kompletten Inselbetrieb aufbauen und könnt auch völlig ohne Stromversorgung arbeiten, externe meine ich, wenn ihr denn genug Akkupower habt. Für mich ist das nicht relevant, ich möchte einfach nur meinen Akku einspeisern, ich möchte nichts verbrauchen, aber ich habe keine Angst davor, dass das Stromnetz ausfällt. Das Gehirn ist der Cerbo GX. Diese beiden Geräte zusammen sind echte eierlegende Wollmilchsäue. Das ist also ein Inverter, der lädt, der entlädt, der überwacht alles, und an meinen 48 Volt Kreis, genau dafür habe ich mir hier auch noch eine Unterverteilung gebaut, weil ich könnte jetzt rein theoretisch mit den Kabeln direkt hier raus und hier DC-seitig rein. Das würde jetzt für das, was ich euch zeige, völlig ausreichen. Aber ihr wisst, ich will mir ja nochmal Solarpanels dazu bauen, und deswegen, damit ich da nicht nochmal bei muss und das Kabel nicht nochmal auftrennen muss und neu machen muss, habe ich mir noch hier diese kleine Unterverteilung gebaut. Das ist die Ausgangsseite. Hier sind auch wieder diese von dem Schalter hier, die beiden angeschlossen für das sogenannte Vorglühen. Und ja, hier gehen sie rein, hier gehen sie raus. Diese Ungleichheit der Kabellängen wird hier wieder aufgehoben, also sind sie wieder gleich lang, und zukünftige Solarpanels kann ich einfach hier einspeisen. Um diesen Multiplus zu programmieren, benötigt man dann noch dieses Kabel hier von Victron. Das ist das MK3 zu USB Interface, und zwar geht das einfach an diesem VI-Bus, das heißt, dieses Kabel, was jetzt hier drin steckt, kommt dann einfach hier rein, also Netzwerk zu dem, und der geht dann per USB in euren Rechner. Es reicht, wenn man hier 48 Volt anlegt. Der muss 220 Volt seitig nicht verschaltet sein. Der lag bei mir also auf dem Schreibtisch neben meinem Desktop-PC, war also mit meinem Netzteil versorgt und mit diesem Kabel an meinen Desktop-PC angeschlossen über USB. Und dann habe ich ihn programmiert, die Voreinstellungen alle eingestellt. Dafür gibt es ein super Video von Seite Mein-Tech-Blog. Das ist auch wieder ein Video, das könnte ich nicht besser machen. Das hat er von A bis Z auch für ein 48 Volt System super erklärt, und da möchte ich euch auch auf dieses Video verweisen. Da mache ich hier nicht extra noch mal einen Teil von. Ich habe es auch zusätzlich unten verlinkt. Klickt es euch an, da könnt ihr genau sehen, wie einfach es ist und wie man so ein Ding für ein 48 Volt System programmiert mit diesem Kabel. Es ist nichts angeschlossen, also nichts, was in irgendwie Elektriker relevant ist. Ihr seht die Kabel von dem Versorgungskabel, das ist hier die AC-In-Seite, die hängen hier alle noch. Das andere Kabel ist noch hier auf der Rückseite. Ja, was habe ich angeschlossen? Er ist am Netzwerk angeschlossen, das ist dieses Kabel hier. Er ist an die 24 Volt angeschlossen
Dann haben wir hier das Kabel, was zum BMS geht. Das ist ein ganz normales Netzwerkkabel, das habe ich aufgeschnitten. Das mündet dann hier in 3, also von den 8 Leitungen werden 3 verwendet und werden hier ins BMS gesteckt. Die Anleitung dafür ist auf der Batrium Wiki Seite. Und hier habe ich noch den VI-Bus verbunden mit dem Victron, damit die beiden untereinander kommunizieren können. Ihr könnt auch ein Multiplus 2 GX kaufen, dann habt ihr dieses Gerät gleich hier drin. Dann hat er auch ein kleines Display hier oben. Macht preislich keinen Unterschied, ist genauso teuer, der kostet um die 300 Euro, der wäre dann um die 300 Euro teurer. Hat dann aber weniger Anschlüsse als das Einzelgerät. Deswegen habe ich mich für das Einzelgerät entschieden und habe die beiden getrennt. Dieses Kabel hier geht zum Stromzähler. Das ist dann der hier, der EM24 von Carlo Gavazzi. Der ist eigentlich ganz einfach anzuschließen. Auf einer Seite geht es rein, ich glaube hier oben, weiß ich jetzt nicht genau, 3-mal Phase, einmal der blaue und hier unten kommt es dann eben wieder raus. Und dann hat er eine RS485 Schnittstelle. Diese 3 hier, das ist dieses USB-Kabel. Das ist ein Victron USB auf RS485 Kabel. Hier hängt es, auch noch nicht angeschlossen. Logisch, der ist ja auch noch nicht drin. Kleine Anmerkung am Rande, der funktioniert immer nur, wenn er auf eine dieser beiden Positionen steht. Das sollen wohl viele falsch machen. Wenn er hier steht, funktioniert er nicht. Muss ich mir dann auch merken. Dieser Zähler misst den Energiefluss. Wir sind an einer Phase dran, der wird an Phase 1 angeschlossen und der saldiert den gesamten Verbrauch über alle 3 Phasen. So kann es ja sein, dass ich auf Phase 2 1 Kilowatt verbrauche und auf Phase 3 auch 1 Kilowatt, weil irgendwelche Geräte laufen. Das heißt, ich könnte einen Hausverbrauch von 2 Kilowatt haben. Wenn dann mein Akku genug Power hat, dann würde er über die Phase 1 aus dem Akku 2 kW wieder einspeisen. Das heißt, 2 kW gehen raus, 2 kW gehen rein, saldiert sich auf 0 und in dem Augenblick hätte ich 0 Verbrauch. So arbeitet dieses System untereinander, so schangelt es das hin. Kann man auch einstellen, wie viel man abgeben will oder ziehen will. Kommen wir später noch zu, aber das ist der Trick. Ich zeige euch das jetzt, weil morgen kommt mein Elektriker, da werden wir das anbauen. Obwohl ich so einen großen Kasten hier habe, werden wir es da wohl nicht mehr reinbekommen. Ich glaube, es gibt einen kleinen Anbau dann, aber ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Elektriker, das ist nochmal ein heikles Thema. Ihr erinnert euch hier, ich habe ja die Zusage bekommen, aber die Zusage hat so einen kleinen Pferdefuß und ich lese euch das mal durch. Hier steht, für die Inbetriebssetzung wird sich unser beauftragter Installateur, rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen, um einen gemeinsamen Termin zur Inbetriebnahme abzustimmen. Das heißt also, offiziell muss dieses Dokument dann durch einen Techniker eingereicht werden. Ihr werdet keinen finden, wenn ihr das selber baut, weil diese Leute müssen dafür komplett die Verantwortung übernehmen für dieses Gebaute hier. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass wenn da Emma Pleach aus der Nachbarschaft sich sowas selbst zusammenbaut, dass ich da mal meine Unterschrift gebe und für alles gerade stehe, was da später noch so passiert. Deswegen verfolge ich einen anderen Weg. Und zwar der Weg ist der, eigentlich endet das Hoheitsgebiet nach diesem Gerät. Also alles, was hier auf der DC-Seite ist, betrifft eigentlich den Netzbetreiber nicht mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse dieses Gerät und den Zähler offiziell anschließen und mir dafür eine Bescheinigung ausstellen, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Eine Rechnung werde ich ja auch bekommen und alles andere mache ich selber. Es wird sicherlich einen Augenblick Zeit in Anspruch nehmen, weiß auch nicht, ob es einfach wird. Ich denke, ich mache über den gesamten Anmeldeprozess wohl auch nochmal ein gesondertes Video, wenn ich hier mit allem durch bin. Wie ihr seht, ist jetzt alles angeschlossen, ein Tag nach dem Elektriker. Das Kabel hier ist fest verdrahtet. Hier oben ist auch schon wieder alles zu und schick. Und hier neben ist dann ein kleiner Zusatzkasten hingekommen, weil, wie schon prognostiziert, es passte da oben nicht mehr rein. Wurden die Kabel einfach hier runtergelegt, werden hier einmal durchgeschliffen und gehen wieder rein. Hier unten müsst ihr euch nichts bei denken. Mein Elektriker hatte Used-Teile verwendet. Hiervon brauchen wir eigentlich immer nur eine, aber er hatte nur Dreierblöcke. Die ersten beiden waren zu schwach. Es mussten also 16 reichen nicht, mindestens 32 Ampere, aber wir wollen noch mal eine höher gehen und dann setzen wir hier auch nur eine rein. Also nicht verwundern, es sind nicht 9, es ist nur der Dreierblock und von dem Dreierblock ist es auch nur die eine. Jetzt fehlen nur noch die DC-Leitung und um die kümmern wir uns jetzt. So.
Ja, jetzt sind sie fertig. Das sind die 2,95 Quadrat und ich muss gestehen, das sind leider die einzigen beiden, weil diese riesen fetten Dinger hier, 25 mm breit, passen nicht in meinen Shuntrip oder von mir genannt Killswitch rein. Deswegen musste ich nochmal umschwenken und habe mir nochmal 75 Quadrat Kabel gekauft und dann eben die passenden Kabel, Schuhe, Endenstücke dazu. Und die passen jetzt, die passen da rein. Ja, das ist gar nicht so einfach, diese Dinger herzustellen. So kurz ist schwierig und dann müssen die natürlich auch haargenau passen, weil auf so einer kurzen Strecke habe ich kein großartiges Spiel für etwas länger oder etwas kürzer. Wir wollen mal sehen, ob ich das geschafft habe und ich baue sie jetzt mal ein. So, hui, alle dran und fest. Jetzt befassen wir uns mal kurz mit dem Monitoring und dieser tollen Anzeigemöglichkeit der Victron-Geräte auf dem Rechner, auf dem Tablet, auf was auch immer. Und ihr seht jetzt hier auf dem Monitor, das ist die Seite von Victron Energy. Ja, das ist jetzt die Hauptseite, das VRM-Portal. Und da erstellt ihr euch einfach einen Account. Ja, ganz normal registrieren. Und wenn ihr dann drin seid, dann habt ihr diese Seite und da könnt ihr eine Installation anlegen oder besser gesagt hinzufügen. Und bei mir ist es natürlich das Cerbo GX. Wenn ihr einen Multiplus habt, wo das gleich eingebaut ist, hatte ich ja erwähnt, gibt es ja, dann nehmt ihr unten den Multiplus 2 GX. Auf jeden Fall müsst ihr ein GX-Gerät nehmen. Und wenn ihr das dann nehmt, dann gebt ihr die Portal-ID ein. Die steht auf dem Gerät, ist wirklich super einfach. Es muss dafür natürlich eingeschaltet sein und erreichbar sein. Und dann könnt ihr euren eigenen Installationsnamen eingeben. Und das war schon alles. So, bei mir sieht das jetzt so aus. Das ist jetzt das Bild, was ich habe aktuell. Und ja, ihr seht, hier wird mit knapp 2 kW entladen. Ich bin jetzt bei 78%. Hier unten wird alles schön angezeigt. 52 Volt hat das Ding, 18 Grad. Das ist die Batterietemperatur. Und was ihr hier seht, ist jetzt gerade der Kapazitätstest, der aus dem letzten Video, Video 2. Das ist der Kapazitätstest, den ich hier durchführe. Und ihr könnt hier sehen, es besteht hier keine Verbindung. Ich hatte euch ja gesagt, die Sicherung ist aus. Das heißt, der Victron ist komplett abgekoppelt vom Netz. Hier geht weder was rein, noch geht was raus. Es sind wirklich nur die 48 Volt angeschlossen. Und an dem AC-Out ist dann natürlich die Last angeschlossen. Ja, hier können wir es sehen. Dann haben wir hier die Remote-Konsole. Das ist nochmal so ein schönes kleines Bild. Und wenn ihr euch noch an mein Video erinnert, wo ich mir mein Tablet in meine Schranktür eingebaut habe im Flur, ich blende euch mal ein Bild ein, ist das natürlich auch prädestiniert dafür, dort gemonitort zu werden und angezeigt zu werden, um einfach mal eben vom Flur aus schon mal einen kurzen Blick auf dieses System werfen zu können. Dann hatte ich euch ja von 2 Kabeln erzählt, da musste so ein ganz kleines bisschen was gebastelt werden. Einmal war es das Kabel vom Batrium zum GX-Gerät, also hier zum Cerbo. Und zwar wird das über den Bus angeschlossen und ich hatte euch gesagt, das ist ein ganz normales Netzwerkkabel und von diesem Netzwerkkabel brauchen wir nur 3 Adern. Hier können wir sie sehen, 1, 2 und 3. Der Stecker hat auch nur 3 Kontakte. Cambus High, Cambus Low und Ground. Und hier ein bisschen weiter unten ist ganz genau verzeichnet, wie das genommen wird. Die Farben stimmten bei meinem Netzwerkkabel nicht, aber dennoch waren es die richtigen Punkte. Und zwar 3, 8 und 7. Den Rest habe ich einfach abgeschnitten, vorne meine kleinen Ader-Endhülsen aufgekrimmt und dann war es das schon. Und er hat das Batrium sofort erkannt. Das Einzige, was ich machen musste, wenn man hier draufklickt, kommt man in das Einstellungsmenü rein. Über dieses Einstellungsmenü hat übrigens auch der Jens von Meine Energiewende ein fast einstündiges Video, wo er wirklich so gut wie alle Funktionen dort einmal anspricht. Also wenn es euch interessiert, dieses Video habe ich dann auch unten wieder verlinkt. Diese Stunde werde ich hier nicht auch noch mal ranhängen. Aber hier oben beim Batrium hat er mir zwar Spannung angezeigt, aber es war noch nicht korrekt hinterlegt. Um das zu tun, muss man hier unten einmal in Einstellungen gehen. Dann muss man ziemlich weit runterblättern und geht auf Dienste.
So, dann haben wir den BMS-CAN-Port und den VI-CAN-Port. Bei mir ist das BMS am VI-CAN-Port angeschlossen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber dort bin ich draufgegangen und diese Einstellung stimmte nicht. Da stand bei mir irgendwas mit 250, ich weiß nicht mehr welcher. Auf jeden Fall bin ich dann auf 500 Kilobit pro Sekunde gegangen und nachdem ich das gemacht habe, hat er wirklich alles top angezeigt. Wir können jetzt beim BMS hier wirklich alles sehen. Niedrigste Spannung, höchste Spannung, Zelltemperatur. Also es wird wirklich alles gemonitort, es wird alles hochgeschoben und es werden auch alle Einstellungen, die ich im Batterium selber übernommen habe, hier auch hochgefahren. Zum Beispiel bei Parameter können wir hier sehen, die Ladespannungsbegrenzung, die Ladestrombegrenzung, die Entladestrombegrenzung. Das sind alles die Werte, die im Batterium eingestellt sind und die holt er sich dann bedarfsweise eben auch immer hoch. Das zweite Kabel war die Verkabelung von dem EM24. Das ist einfach, da gibt es ein fertiges Kabel zu kaufen. Das habe ich euch ja auch verlinkt. Dieses Kabel hat aber fünf oder 6 Ausgänge. Auch hier brauchen wir wieder nur 3. Und auch die sind auf der Victron-Seite erklärt. Wir brauchen nämlich Orange, Gelb und Schwarz. Das eine ist Data Plus, das andere Data Minus und das letzte ist dann Masse. Habe ich mir auch wieder die restlichen abgeschnitten und dann diese Ader-Endhülse draufgeklemmt, eingesteckt und es hat sofort funktioniert. Er hat den Zähler sofort erkannt. Hier musste ich nur eine kleine Sache umstellen. Ich gehe mal auf den EM24 und da haben wir hier bei Einrichtung den Punkt Netzzähler. Ich weiß nicht mehr, was bei mir stand. Auf jeden Fall stand dort irgendetwas anderes, aber es ist ja ein Netzzähler. Er ist ja vorne quasi direkt am Übergabepunkt und zählt, was reingeht und was rausgeht. Und nachdem ich den angestellt hatte auf Netzzähler, funktionierte es auch tadellos. Hier habe ich dann nochmal bei Gerät den Produktnamen vergeben, EM24, das Feld war offen. Und jetzt zeigt er hier bei der Geräteliste an alles, was ich habe und was er erkannt hat. Er hat das BMS erkannt durch das Kabel, er hat den EM24 selbstständig erkannt durch das Kabel, den Multiplus natürlich auch, der ist ja über den WE-Bus angeschlossen. Und ja, das war's auch schon. Ja Leute, es ist soweit. Ich würde sagen, ich schalte mal das erste Mal scharf und verbinde mal alles so mit dem Netz. Im Augenblick scheint, glaube ich, ein bisschen die Sonne. Und nach meinem totalen, ja fast tief entladen auf 4% mit meinem Kapazitätstest, hatte ich dann mein Ladegerät über Nacht dran gehängt und habe es so mit 5 Ampere laufen lassen bis irgendwann heute Vormittag. Ich bin jetzt irgendwie so bei knapp 30%. Ich wollte den da nicht bei 4% stehen lassen. Und ich denke mal, ich muss ihn erstmal wieder voll machen und deswegen schalte ich den Inverter auf Charging. Der hat ja 2 Schalterstellungen, 1 für nur Laden und 2 für normalen Inverterbetrieb. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. So, also das Batteriepack ist angeschlossen, es ist ein. Jetzt kommen wir mal hier zu unseren Vorladenschaltern und wenn ich die drücke und loslasse, schaut mal, das Licht bleibt an. Also die These, dass sich hier Kondensatoren befinden, die die Spannung halten und natürlich auch am Anfang den Strom ziehen, die hat sich bewahrheitet, weil es gibt jetzt keine Verbindung. Jetzt werden die auch schon wieder dunkler, also es muss tatsächlich Kondensatoren geben. So, haben wir sie aufgeladen. Oh. Jo, jetzt liegen an dem Werte 48 Volt an. Sicherung für den Inverter ein. Dreierpack, ihr wisst, es ist nur eine. Und Schalterstellung 1 ist nur Laden und das ist vorne. So. Ja, das Geklicker ist wohl normal. Das dauert jetzt ungefähr eine Minute und ich mache jetzt hier schon mal das Übersichtsbild scharf von der Remote-Konsole. Und in einer Minute, ich überspringe das jetzt. So, er hat soeben eingeschaltet und ich habe jetzt hier auch die Remote-Konsole und wir sehen, er arbeitet sich jetzt ran. Die Sonne variiert auch immer. Wie gesagt, es ist ja jetzt keine tolle Zeit. Wir haben ja jetzt hier, was haben wir hier? 21. November ist also nicht so die Zeit für Solaranlagen. Im Augenblick ziehen wir gerade etwas.
Er pegelt sich ein, aber es ist niedrig. Aber wir verbrauchen auch was. Ja, ich lasse ihn jetzt so laufen, sukzessive, mal sehen, 1, 2, 3 Tage, je nachdem wie das Wetter ist. Und wenn er dann einen ansehnlichen Füllstand hat, dann gehen wir mal auf Inverterbetrieb und das schauen wir uns dann auch gemeinsam an. So, Leute, ich habe jetzt noch mal was Unnötiges getan. Und zwar habe ich noch mal 200 € in die Hand genommen und habe mir einen Zähler gekauft, den ET340 und noch mal ein USB-Kabel dazu. Das steckt jetzt hier auch zusätzlich noch in dem Zerbo. Warum es das einzige ist, was blinkt, das andere ist eine USB-Verlängerung. Nachdem wir das dann doch darüber gezogen haben auf die Seite, haben die 1,8 Meter Kabel nicht mehr gelangt, aber 5 Meter wären viel zu viel gewesen. Deswegen habe ich da eine 1 Meter USB-Verlängerung eingebaut und das funktioniert tadellos. Die war ja von Beginn an drin. Und jetzt habe ich, wie gesagt, einen zweiten ET340 eingebaut. Das ist absolut nicht notwendig. Diese Kosten kann man sich durchweg sparen. Hat nichts mit dem zu tun, was ich euch hier zeige. Hat rein kosmetische Motive. Und am Rechner zeige ich euch jetzt mal, was ich damit meine. Das ist ein Screenshot, den kennt ihr schon, habt ihr schon mal gesehen. Und aktuell sehen wir, ich verbrauche 0 im Haus. 0 Watt. Also rein theoretisch sind alle Verbraucher aus. Ich gebe 30 Watt ans Netz, ich runde mal, und 570 gebe ich in den Akku. Also habe ich wohl aktuell einen Überschuss von 600 Watt. Mehr kann ich aber auch nicht sehen. Ja, das Haus verbraucht natürlich Energie. Ich weiß jetzt aber nicht, verbraucht es 1 kW und ich habe eine Gesamtleistung von 1,6 aus der Solaranlage. Oder verbrauche ich 2 kW und ich habe eine Gesamtleistung von 2,6 kW aus der Solaranlage. Das alles kann ich nicht sehen und das stört mich und das liegt daran, dass alles hier oben im selben String ist und der EM24, der Zähler, zählt das gleiche wie der Hauszähler und sieht einfach nur, es geht was raus, es geht was rein, wie viel, und das ist auch schon alles. Mehr sehe ich nicht. Jetzt schauen wir uns das neue Bild an und es sieht so aus. Jetzt haben wir es hier oben aufgesplittet. Das gelbe Feld ist neu. Der Wechselrichter wird jetzt einzeln dem System zugeführt und das System weiß jetzt, wie viel kommt von dem Wechselrichter. Und jetzt erzeugen wir gerade 250 Watt. Das heißt, wir ziehen aus dem Netz genau diesen Betrag weniger. Ja, also hier jetzt irgendwie so 1150 Watt. 600 kommen aus dem Netz, weil 250 produziert werden. Jetzt macht es zum ersten Mal Sinn. Und ich kann meinen Hausverbrauch sehen, ich kann den Wechselrichter sehen und ich kann den Netzbezug sehen. Ist der Wechselrichter aus, weil die Sonne nicht scheint, dann sind die beiden Werte hier wieder gleich. Aber jetzt tagsüber habe ich es zum ersten Mal aufgesplittet. Und wie gesagt, das macht für mich Sinn. Dafür habe ich gerne die 200 € bezahlt. Und jetzt können wir alles sehr gut sehen, oder besser gesagt ich. Und jetzt warten wir einfach mal, bis wir Überschuss haben, damit wir uns den Verlauf dann auch nochmal anschauen können, dass mit diesem Schaubild hier auch mal was ins Akku geht und hier oben eine 0 ist. Ja Leute, wir haben Shitwetter draußen, aber ich konnte hier tatsächlich noch einen Moment erhaschen. Schaut euch das an. Er versucht netzseitig tatsächlich 0 am Übergabepunkt zu erzeugen. Wir haben hier ein bisschen mehr Solarleistung, als wir im Augenblick AC-Last, also Verbrauch im Haus haben. Und wir können sehen, es fließt tatsächlich etwas in den Akku. Nicht viel, aber ein bisschen. Zum Zeigen reicht's. Ja, ihr seht, hier passiert gar nichts. Das wird aufgeteilt zu den Lasten und im Akku. Genauso wie es soll. Der Akku ist übrigens im Augenblick voll. Ja, warum ist der Akku voll, will ich euch sagen. Ich habe die letzten, ich glaube, er war irgendwas bei 80, 79, 80%, war er tatsächlich durch Sonne. Wie gesagt, das Wetter ist jetzt die nächsten Tage super schlecht und so lange möchte ich auch nicht warten mit dem Ende meines Videos. Und ich wollte nämlich auch was ausprobieren. Ich habe also dann tatsächlich gesagt hier, man kann nämlich planmäßiges Laden machen. Das habe ich gemacht. Ich habe dann einfach die aktuelle Zeit genommen und habe gesagt, lade doch mal. Und dann sind hier tatsächlich, der kann ja 70 Watt und es sind 70 Ampere und es sind fast 70 Ampere. Es lag so bei 67, glaube ich. Sind hier wirklich 67 Ampere reingeflossen. Und ja, ich wollte damit einen Probelauf machen. Ich habe dann hier also meine Kontakte überprüft. Wird irgendwas warm? Ist hier was? Passiert hier was? Stinkt hier was? Raucht was? Nein, es war alles nichts. Es war alles super. Es hat alles super funktioniert.
Und die eingestellten Begrenzungen aus dem Batterium, die haben auch gegriffen. Ja, zum Schluss waren es dann also gemäß Einstellung nur noch 25 Ampere, dann nur noch 12,5 Ampere. Und ja, das hat alles super gut funktioniert. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich mache ihn mal aus. So, jetzt habe ich ihn auch mal zugemacht. Muss ich ja nicht mehr bei. Und jetzt stelle ich ihn einfach mal komplett an. Das ist jetzt tatsächlich die Schalterstellung 1 nach vorne, ein. Nach hinten hatte ich eben 2 nur laden. Das war im letzten Mal verkehrt rum, also jetzt ein. So, jetzt haben wir hier auch nicht mehr Mains on, Inverter on, das übliche Klackern. Und jetzt dauert es 1 Minute, bis er sich selber scharf schaltet. Und ich würde sagen, da warten wir gar nicht drauf. Wir gehen jetzt wieder rüber an den Rechner und dann schauen wir uns das dort einmal an. Ja, Leute, so sieht es aus. Schaut es euch an. Am Übergabepunkt versucht er auf 0 zu kommen. Ist natürlich ein bisschen schwierig bei ständig wechselnden Lasten. Ihr seht hier auf der AC-Lastenseite, da tut sich andauernd was. Je nachdem, ob wieder was anspringt oder was ausgeht. Aber nichtsdestotrotz, ja, jetzt minus 8, wir geben 8 ab, minus 16, gleich ist er vielleicht wieder ein bisschen im Plus. Also es funktioniert, es arbeitet. Wir geben jetzt 560 Watt ab, ja, und haben 760 an Lasten. 200 kriegen wir aktuell von der Sonne, die anderen 570 kommen aus dem Akku. Funktioniert alles wie es soll. Wir haben jetzt 0 Netzbezug und speisen das Haus aktuell mit Solarenergie, bisschen, und mit Akku. Ganz hervorragend, genau so wie es sein soll. Es hat top funktioniert. Oder es funktioniert top. Heute Abend ist die Sonne dann weg, dann würde der ganze Verbrauch aus dem Akku kommen. Schaut mal hier unten, das Schaubild ist auch wesentlich besser geworden, seitdem ich mein ET340 eingebaut habe. Weil früher war hier immer nur ein saldierter Balken, bevor ich den eingebaut hatte. Das heißt also, ich hatte einen Verbrauch, dann hatte ich einen Ertrag und dann hatte ich nur noch so einen kleinen Balken. Jetzt habe ich hier tatsächlich meine hohen Verbrauchsbalken und daneben in Orange sind tatsächlich die Ertragsbalken. Es wird also hier genau auseinandergerechnet, wie man das hier auch so sieht. Ja, und im Augenblick Akku 99%, 52,8 Volt, 16 Ampere gehen raus, 16 Grad Betriebstemperatur. Was wollt ihr mehr? Ja, dann machen wir nochmal die Remote-Konsole an, das Bild, was wir hier alle schon kennen. Gucken wir uns das auch nochmal an. Und da sehen wir dann natürlich genau das Gleiche. Er versucht den Netzbezug immer irgendwie so auf 0 zu bringen. Das wird natürlich nicht ganz klappen, das heißt, man wird immer einen kleinen Verbrauch haben, man wird auch immer eine kleine Abgabe haben, aber nichts, das wird verschwindend gering sein. Nichtsdestotrotz geht das immer um die Nulllinie rum, wie ihr live verfolgen könnt. Ja, 175 kommen nur noch vom Solar, die AC-Lasten sind auf 1 kW angewachsen, läuft. Ja, jetzt wo wir hier gerade so schön vor dem Rechner sitzen, will ich euch natürlich auch meine Kostenaufstellung nicht schuldig bleiben. Das hatte ich ja angekündigt. Und ja, ihr seht schon meine Excel-Tabelle Kostenaufstellung. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Da wäre das Alu-Rack. Das Alu-Rack gibt es bei Dold so fertig. Der Link ist ja in der Stückliste oder auch unter meinem ersten Video. Und das könnt ihr direkt anklicken und kaufen. Ihr könnt euch natürlich auch eine Holzkiste bauen, aber wie gesagt, ich wollte ja 3 Racks haben, Alu-Rack. Dann haben wir die Schubladenschiene natürlich passend dafür. Und das war es auch schon. Ich habe das Acryl, das Polycarbonat habe ich da jetzt nicht mit einberechnet, weil ich mal davon ausgehe, dass es das Gros der Nachbauer sicherlich nicht als umgekehrtes Aquarium und wasserdicht haben will. Nichtsdestotrotz müsste ich es natürlich hinzurechnen, aber es war ja quasi mein eigener Luxus und euch würde es interessieren, wie sieht es denn für euch aus. Aber denkt dran, falls ihr ein anderes Polycarbonat-Projekt habt, der Link ist ja auch unter meinem Teil 1, die machen ja bis Ende des Jahres noch 10%, wenn ihr was anderes braucht. So, dann kommen wir zum Akkupack selber. Da haben wir zum einen die Zellen, haben 2050 € gekostet. All diese Sachen unterliegen natürlich Schwankungen. Das waren die Sachen, die ich alle bezahlt habe. Das BMS habe ich insgesamt mit Zoll und Einfuhrsteuer 645 € bezahlt. Der Nie hat mich 98 € gekostet. Der Batterieschalter hat 18 gekostet. Die Trennschicht hatte ich euch verlinkt, habe ich selber nicht gekauft, habe ich nur der Ordnung halber mit aufgeführt. Ich hatte ja noch meine alten Bilderrahmen, die ich zerschnitten habe. Die Carbonpaste 40 €.
Das Multiplex Holz 28 Euro. Ja, und das ganze Batteriepack hat dann quasi so summa summarum 2.939 Euro gekostet. So, als nächstes die Integration ins Hausnetz. Da haben wir einmal den Victron Multiplus 2, da habe ich 1.850 für bezahlt. Der Cerbo hat 320 gekostet, EM24 242. Der DC-Trennschalter von AliExpress mit diesem Fernauslösemechanismus fürs Batterium hat 60 gekostet. Das USB-Kabel 82 zum Programmieren. Das RS485-Kabel hat 36 gekostet. Das Hutschienennetzteil 70. Wenn ihr einen Spannungswandler nehmt, dann kostet der ähnlich, nicht 70, 17. Und so hat dieser ganze Klumpatsch dann nochmal 2.607 Euro verschlungen. Aber muss man auch nicht wieder kaufen. Hat man ja beim nächsten Mal dann. So, diverse, da hätten wir Schrauben und Scheiben. Kabel, ja, Kabel habe ich natürlich auch noch über, die gibt es ja immer meterweise. Die Schrauben und die Scheiben habe ich auch immer im 25er, 50er oder 100er Pack gekauft. Das heißt, ich habe auch noch einen ganzen Arsch voll über. Die Kabelschuhe, gut, das kam relativ genau hin. Die Klemmleisten, die dahinter laufen, habe ich auch noch etliche über. Schrumpfschlauch habe ich über. Das Gehäuse, wo der Trennschalter drin eingebaut ist. Die Kupferschienen, 2 Stück, 46 Euro. Die Sicherungen, die ich verbaut habe, diese ANL-Sicherung, 150 Ampere und 500 Ampere. Und dann nochmal diverser Kleinkram, der ins Diverse nicht nochmal wieder einzeln reinkam, nochmal wieder 50 Euro. So sind wir bei 471 Euro für dieses Rumdeldum. Und Werkzeugmessgeräte. Innenwiderstandsmessgerät war relativ überschaubar mit 44 Euro. Crimpzangen Z, das, wo ich sagte, das müsste ich eigentlich schon seit 20 Jahren haben. Das ist ja auch nicht weg, auch noch viel bei über. Die Hydraulikpresszange mit 58 Euro. Der Kabelschneider, das sind natürlich auch alles Sachen, die sind nicht weg. Der Abisolierer, ja, 175 Euro nochmal für solche Sachen. Und dann bin ich in Summe bei 6.533 Euro gelandet. Ja, ist ein bisschen mehr geworden als gedacht. Gefühlt hätte ich immer gedacht, ich bin immer noch unter der magischen Grenze von 6.000. Aber jetzt bin ich halt ein bisschen drüber. Ja, aber ja, den Großteil der Sachen, wie gesagt, den bräuchte ich ja eigentlich nicht noch einmal. Wir haben hier einen Preis pro Kilowatt von 453,68 Euro. Das heißt, wenn ich die ganzen 6.500 Euro durch 14,4 teile, bin ich bei 453,68 Euro. Und ich glaube, das ist am Markt ein ziemlich guter Kilowattpreis. Wenn ich jetzt nochmal kaufe, brauche ich eigentlich nur noch die Zellen, das BMS, den Nie, den Batterieschalter, den Multiplex und die Schubladenschiene. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch 2.446 Euro für mein nächstes 14,4 Kilowattstunden Akku-Pack zu investieren. Und dann bin ich bei einem Preis pro Kilowattstunde schon von 311 Euro. Und wenn ich mir noch ein Paket dahinter baue, dann bin ich bei 264 Euro pro Kilowatt, weil die anderen Kosten ja alle schon getätigt wurden. Mein Nachbar, ganz interessant, der hat ja seinerzeit sich einen 6 kW Akku für stolze 8.000 Euro gekauft. Und wenn ihr das mal teilt, dann kommt ihr auf 1.333 Euro pro Kilowattstunde. Ein absolut Hammerpreis. Ich kenne die aktuellen Preise nicht. Macht natürlich auch sein, dass das schon ein bisschen besser geworden ist. Nächstes Jahr soll es ja auch Mehrwertsteuer darauf wiedergeben. Soll es ja eine Gesetzesänderung geben. Also kauft man die Dinger dann quasi alle für netto. Aber nichtsdestotrotz finde ich hier meine 453 Euro pro Kilowatt schon ziemlich stark. Und wie gesagt, beim zweiten bin ich bei 311 und beim dritten Pack bin ich bei gerundet 250 Euro. Kosten pro Kilowattstunde. Ja, das war die Kostenaufstellung. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht reinbringen. Vielleicht habt ihr schon viele Sachen, vielleicht braucht ihr euch auch viele Sachen gar nicht zu kaufen. Vielleicht leiht ihr euch auch was, vielleicht baut ihr auch irgendwas anderes. Aber ich wurde halt oft nachgefragt und dem wollte ich hier Rechnung tragen. Ja Leute, das Projekt ist, denke ich mal, fertig. Ich habe übrigens gerade noch mal in meiner OpenWB
die Daten von dem Victron-System hinterlegt und schaut euch das mal an hier. Früher hatte ich da links oben immer nur einen roten Balken, Hausbezug. Jetzt habe ich auch einen grünen Balken über die Solarenergie, die kommt, und ich habe einen gelben Balken für den Akku. Und unten könnt ihr auch den Ladezustand des Akkus sehen, also des neuen Akkus, nicht des Auto-Akkus. Und ja, es ist ein ganz tolles System, dieses GX-System von Victron. Ich bin wirklich begeistert, kann viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Also positiver Nebeneffekt, wenn ihr eine OpenWB habt und ihr habt ein System von Victron, braucht ihr keinen zusätzlichen Kladderadatsch mehr, um die Zählerdaten auszulesen, und müsst euch keine Gedanken mehr machen, wo bekommt denn das System die Hauseinspeisung her oder den Strombezug. Ja, Projekt, sagte ich schon, ist fertig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, euch hat es auch viel Spaß gemacht, denn ich habe unwahrscheinlich viele Aufrufe bekommen. Ganz, ganz viele neue Abonnenten und super tolle Kommentare, zumindest zu 99,5%. Und da bin ich voll mit zufrieden. Vielen Dank an euch alle. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, wie immer, das freut mich. Und wenn ihr den Kanal unterstützen mögt und es noch nicht getan habt, dann lasst gerne ein Abo da. Und am besten auch die Glocke drücken, weil es geht ja noch weiter. Im nächsten Jahr werde ich hier weitere Akkubänke, 2, hinzufügen, und dann werde ich natürlich mir auch noch Solarpanels dazu bauen. Ich werde meine Terrasse mit Solarpanels überziehen. Ich habe noch eine kleine Südseite. Ich werde auch was auf dem Carport aufständern. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt die Glocke. Ja, vielen Dank an alle, auch die Zuschauer, die mich per Mail und telefonisch und wie auch immer unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht auch an dem Jens von meiner Energiewende. Der hat mir wirklich sehr geholfen. Rückwirkend betrachtet muss ich sagen, es ist viel, viel einfacher, als ich zunächst angenommen habe. Hatte wirklich Bammel an manchen Stellen im Vorfeld, aber jetzt rückwirkend betrachtet ging es wirklich locker, easy von der Hand. Ja, ich hoffe, ich konnte mein Versprechen erfüllen. Der Raum war leer, ich hatte nichts. Jetzt ist alles da und ihr konntet alles sehen. Ich habe euch eine Stückliste zur Verfügung gestellt auf meiner Webseite. Ich habe euch eine Kostenaufstellung gemacht. Also ich glaube, mehr kann ich nicht tun, Leute. Wie gesagt, wenn was ist, fragt mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren und dann bis zum nächsten Video auf diesem Kanal. Euer Ingo.